Der Autor unseres Beitrags, Tim van Beveren, ist selbst Pilot und Luftfahrtexperte. Herr van Beveren, diese Gase treten ja nicht bei jedem Flug auf. Kann ich als Passagier die riechen, bemerken? Das ist das Problem, jede Nase empfindet unterschiedlich und wir haben alle einen unterschiedlichen Geruchssinn. Aber es gibt sehr charakteristische Gerüche, die sind beschrieben worden als nasser Hund zum Beispiel oder stinkende Socken, Schweißfüße. Es kann sich in den steigern bis hin so zu bitter säuerlichen Gerüchen, die sich plötzlich in der Kabinenluft ansammeln. Wenn es ein ganz besonders heftiger Vorfall ist, dann kann man sogar einen bläulichen Dunst in der Kabine sehen. Wenn diese Gase austreten, entwickeln sich dann bei den Passagieren, bei den Betroffenen sofort irgendwelche Krankheitssymptome? Auch das ist abhängig von der Schwere des Ereignisses. Es kann sein, dass man sofort Symptome bekommt wie Kopfschmerzen, Atemnot, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen. Also wir wissen von Flügen, da haben sich reihenweise Passagiere übergeben müssen. Es kann aber auch sein, dass diese Symptome erst ein paar Tage nach dem Flug auftreten. In der Toxikologie muss man immer unterscheiden, es ist abhängig, wie hoch ist die Dosis, die ich abbekomme, wie lange bin ich dem ausgesetzt worden. Und davon hängt es auch ab, was im Körper passiert. Weil diese Gifte hier, es ist nicht so, dass man die einfach aufnimmt und man kann sie dann nachweisen, wie beim Alkoholtest, sondern sie bilden Metaboliten im Körper, die dann das Nervensystem angreifen. Und das kann eben eine Weile dauern. Wie häufig kommt sowas vor? Wir haben ja gesehen, die Fluggesellschaften selbst halten sich ziemlich bedeckt. Die halten sich ausgesprochen bedeckt, ja. Und eigentlich gibt es auch eine gesetzliche Meldepflicht. Also alle solche Vorfälle müssten gemeldet werden. Wir haben den Eindruck, dass die Airlines dem nicht nachkommen. Also man geht davon aus, aber von diesen gemeldeten Fällen, dass es etwa nur 4 bis 10% der Fälle sind, die sich wirklich ereignen. Wir haben eine Statistik mal. Ja, wir haben hier eine Statistik, die ist allerdings aus England und die bezieht sich auf das Jahr 2006. Da hatten wir eben sehr konkrete Zahlen. Und da sieht man also 48 Fälle mit dem Airbus A319, 65 beim Airbus A320, 444 bei der Boeing 757 und 233 mit der BAE 146, die wir auch im Film gesehen haben. Diese beiden letzten Flieger, die da besonders betroffen sind, fliegen die auch tatsächlich noch? Die Boeing 757 wird bei uns von der Condor geflogen und fliegt überwiegend so im mitteleuropäischen Raum, aber manchmal auch auf weiteren Strecken. Und die BAE 146 bzw. das Nachfolgemodell der Avro wird geflogen von der Eurowings und von der Lufthansa Cityline. Das waren jetzt Zahlen aus 2006. Gibt es was Aktuelleres? Leider nein. Wir haben das Luftfahrtbundesamt mehrfach gefragt nach aktuellen Zahlen. Man ist da sehr ausweichend. Man hat uns dann eine Gesamtzahl von 15 Fällen für Deutschland gegeben für das vergangene Jahr. Wir konnten aber belegen, dass durch unsere Recherchen allein schon eine erheblich höhere Zahl nachzuweisen war. Das Luftfahrtbundesamt hält sich hier sehr bedeckt. Man sagt, das ist Datenschutz, wir wollen das nicht veröffentlichen. Damit nimmt man natürlich auch den Betroffenen die Chance, überhaupt zu erfahren, ist da was gewesen. Aber es gibt bei uns im Internet ein Angebot, wo bestimmte Fälle, die gemeldet wurden, aufgelistet sind. Ja, wir haben jetzt einfach mal alle Fälle, die wir in den letzten 1,5 Jahren recherchieren konnten und die wir hart machen konnten, in einer Liste erfasst und die kann man im Internet sich angucken. Wenn es passiert, helfen dann die Atemschutzmasken, die ja immer in der Kabine dann aus der Decke fallen? Da wird man ja vor Beginn eines Fluges immer darauf aufmerksam gemacht. Ja, diese Atemschutzmasken, die sind gedacht für den Druckabfall. Das heißt, wenn es plötzlich im Flugzeug zu einem Loch kommt, die sind nicht geeignet, um gegen solche Gifte eingesetzt zu werden. Dazu braucht man die Masken, die wir auch eben im Film gesehen haben, die Piloten aufsetzen. Das sind Vollgesichtsmasken, wo 100% Sauerstoff gegeben wird. Die Masken in der Kabine da wird Sauerstoff und die Kabinenluft gemischt. Das heißt, ich atme auch weiter die eventuell kontaminierte Luft ein. Das hilft nicht. Aber wenn man tatsächlich das schon so lange weiß, dass es diesen Konstruktionsfehler gibt, warum wird es nicht geändert? Ja, das ist eine gute Frage. Das Problem besteht seit 50 Jahren. Man sieht hier sehr schön die DC-8, ein Flugzeug, das 1959 so gebaut worden ist. Und das hat vorne, da sieht man es sehr gut, die Einlassstutzen. So wurde bis Ende der 50er Jahre die Luft in die Kabine hereingesaugt von außen. Dann sind die Ingenieure darauf verfallen, dass man gesagt hat, wir nehmen die Luft direkt am Triebwerk ab. Man hat sich damals aber keine großen Gedanken über eventuelle Schadstoffe gemacht. Erinnern wir uns, das war dieselbe Zeit, wo man amerikanische Soldaten in die Wüste gestellt hat mit Sonnenbrillen und sie durften sich eine Atombombenexplosion in ein paar Kilometern Entfernung angucken. War auch nicht gefährlich. Kein Problembewusstsein. Kein Problembewusstsein. Wie ist es heute? Gibt es Zukunftsmodelle, wo es besser gemacht wird? Ja, also man muss sagen, wahrscheinlich hat die Firma Boeing die Nase vorne. Sie haben jetzt den Dreamliner im Testflugprogramm und der Dreamliner fliegt erstmalig wieder mit solchen Ansaugstutzen. Das heißt, die Luft wird dort nicht vom Triebwerk abgezapft. Sie wird so wie vor über 50 Jahren von der Außenhülle in die Kabine komprimiert und dann in die Kabinenluft geleitet. Das lässt sich also vermeiden. Ganz herzlichen Dank, Herr van Beveren.